Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, mein Name ist Kathi und dienstags bringe ich immer ein Video zu meinem Diamond Painting und samstags immer ein Video zu meinen Häkelsachen, zu meinen Häkelprojekten. Ja, ich begrüße dich ganz herzlich. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ich habe ein bisschen an meinen Sachen weiter gehäkelt. Und ja, das zeige ich dir jetzt. Der Tisch ist ein bisschen voll mit den Taschen, aber das geht schon. Das kriege ich hin. Ich muss alles ein bisschen rüberstellen, damit man die Sachen hier gut sieht. Ja, als erstes habe ich noch mal an meinem Oberteil hier weiter gehäkelt, dass er hier an der Seite das Muster hat. So rum gehört's. Und zu diesem Oberteil, zu diesem Pulli, habe ich auch schon eine Anleitung gemacht. Der ist aber in der Anleitung etwas kürzer. Das ist der RVO-Pulli. Und ja, der hier wird halt ein wenig länger. Der andere ist halt ein bisschen kürzer geworden, weil die Wolle nicht mehr ausgereicht hat. Da habe ich ein bisschen falsch geplant. Aber für meine Tochter reicht der. Deswegen passt das ganz gut. Ja, und das ist meiner sozusagen. Ich habe den hier oben am Hals ein bisschen enger gehäkelt. Deswegen sind hier so ein bisschen die Wellen drin, weil ich das lieber habe, wenn das an der Brust und so nicht so spannt. Ja, deswegen hatte ich hier unter den Armen auch noch mal zugenommen. Also einfach mit einer Luftmaschenkette dann zugenommen und dann so drüber gehäkelt. Genau. Ja, der Pullover hier oder der Top bis jetzt häkle ich mit einer 3,5er Nadel und einmal mit einem Beilaufgarn. Das ist jetzt das Mermaid vom Teddy, das ich hier habe. Das läuft jetzt so mit dabei. Das läuft auch jetzt hier erst im unteren Teil mit. Und hier oben, nee, das läuft glaube ich seit hier unten. Da ist der Wechsel. Und hier oben habe ich vom Teddy dieses Einhorngarn dazu genommen. Genau. Da ist noch ein bisschen von diesem Garn hier. Und es läuft bei dem Pulli als Hauptgarn sozusagen einmal dieses Rose Garden von Yarn Art einmal mit. Das ist die Farbnummer. Das Lot ist ja nur, falls ich noch einen bräuchte, dass ich das habe. Und der hat 1000 Meter circa und ist 100% Baumwolle. Genau, und der ist so im Verlauf. Ob ich das alles jetzt da rein häkel, das weiß ich noch nicht. Muss ich ehrlich sagen, ich hatte es erst vor. Aber wenn mir der Pulli sozusagen oder das Top über dem Po reicht, werde ich aufhören. Und das ist jetzt schon sozusagen an meinen Jeans-Hosentaschen. Also es fehlt nicht mehr viel. Und ich denke mal, dann werde ich ein Bündchen dran häkeln. Ja, und das gefällt mir so ganz gut. Der Verlauf von dem hellen zum dunklen. Ich hatte es dir das letzte Mal gezeigt, da war ich dort. Hier darfst du dich jetzt nicht wundern, dass hier so eine Kuhle entsteht, weil das ist von den Reliefstäbchen. Die sind da ein bisschen unter Spannung. Ja, aber das gibt sich nachher, wenn man das Bündchen dran häkelt, ist das weg. Ja, auf jeden Fall, da habe ich das letzte Mal gezeigt. Das ist auch schon ein bisschen her.
Und da kamen die paar Reihen dazu. So. Und markiere es umgesetzt für das nächste Mal. Ja. Ups. Genau. Das ist einmal das Top. Dann habe ich noch weiter gehäkelt oder eher gesagt was fertiggestellt. Und zwar, das hier war aus meinem Wollpaket ein Reste-Bobbel, zweite Wahl, Bobbel, wie man es nennen möchte, Bobbel mit Produktionsfehlern. Dazu habe ich keine Banderole, aber das zeige ich alles in dem Video mit dem Wollpaket. Und den hatte ich genutzt. Der ist 1, 2, 3, 4-fädig. Und den hatte ich genutzt, um hier das Granny zu häkeln. Da ist jetzt viel Orange und dann geht es erst in dieses Gelb-Orange über. Aber das gefällt mir ganz gut. Das habe ich ja im Wechsel gehäkelt. Einmal Stäbchenreihe und einmal diese Maschen, Noppen. Ich weiß jetzt den richtigen Begriff leider nicht. Aber du siehst es ja. Genau. Und das ist jetzt auch ein Granny sozusagen für einen Teil von der Decke. Da habe ich ja auch noch hier das Granny und noch weitere. Ich werde jetzt immer mal wieder im Jahr ein Granny oder 2 häkeln im Monat. Ach, 1, ja. Also übers Jahr verteilt ein paar Grannies. Und dann wird das eine Decke daraus gemacht. Ich habe noch 2 andere, die habe ich ein bisschen größer gehäkelt. Zu denen hatte ich auch schon ein Anleitungsvideo gemacht. Und daraus werde ich mir einen Kissenbezug machen. Das zeige ich aber, wenn ich es dann soweit habe. Wenn der soweit fertig ist, zeige ich es. Also die Grannies sind fertig, nur ich habe es noch nicht rumgemacht zum Bezug. Ja. Ja. Letzte Woche habe ich das gezeigt, da war ich noch hier und die paar Reihen kamen dazu. Jetzt wundert dich nicht, hier oben habe ich einfach 2 Reihen Stäbchen gemacht, weil da hätte die Musterreihe hingesollt. Aber ich fand, wenn man das nachher so aneinander häkelt, fand ich, sieht das ein bisschen blöd aus. Und deswegen habe ich da noch mal Stäbchen gemacht. Also zum Abschluss einfach. Genau, hier kann also mein Fortschrittsmarkierer weg. Die süße Katze. Die lege ich mal hier rüber. Vielleicht brauchen wir sie noch. Und dann ist dieses Granny einmal fertig. Genau. Ja, und dann das machen wir nachher. Holen wir hier das nächste raus. Ah, das Granny habe ich übrigens mit einer 4er Nadel gemacht. Genau. Hier sind noch die anderen Farben drin. Aus dieser Farbe möchte ich auch noch ein Granny machen. Aus der habe ich eins. Aus diesem Rost habe ich eins. Und hier aus dem Knäuel habe ich eins. Das sind alles Sachen von dem Märchengarn. Wollsachen gewesen. Der hier ist auch aus der Restekiste, aus dem Wollpaket. Und ja, ich denke mal, dass ich hier aus der Farbe auch noch mal was mache und aus dem Rost auch, damit die halt ein bisschen aufgebraucht werden einfach. Genau. Ja, das noch zu den Grannies. Nicht, dass du dich wunderst, warum da so viel Wolle in dem Päckchen ist. Und diesen hier, der war auch von dem Märchengarn, aber der ist komplett aufgebraucht gewesen.
Also da habe ich die Maschen über Kreuz gemacht. Und das hat wirklich sozusagen gereicht. Ja, aber der ist schon länger fertig. Also den hatte ich auch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Genau. So, und dann häkle ich noch mit dieser 4er Nadel, weil die mit in dem Projektbeutel hier mit drin ist. Auch dieses Projekt ist in dem Schmetterlingsbeutelchen drin. Häkle ich diesen Schal. Das ist einmal das Garn aus dem Teddy. Das hatte ich ja gezeigt, wie ich das geshoppt habe, genauso wie die Nadel. Hat 95 Meter, hat 1,55 € gekostet, aber wie ich mir das geholt habe, waren da noch 30% auf Wolle. Das war noch bestimmt vor Weihnachten, wie ich die gekauft hatte. Und für eine 3,75er Nadel geeignet. Ich häkle es jetzt mit einer 4er Nadel, aber ich finde auch da ist das gut mit dem Maschenbild. Ich zeige es dir gleich ein bisschen näher. Noch zu dem Garn. Es hat 90% Polyacryl und 10% Nylon. Ja, und davon habe ich jetzt diesen angefangenen Knoll noch und noch 2 weitere. Und die werden hier alle in diesen kleinen Schal gehäkelt. Ja. Einmal hier das Maschenbild. Ich finde schon, auch mit der 4er Nadel ist das top. Ja. Das läuft so in einem Zickzack hoch. Das ist ein Muster, was so ein bisschen als Zickzack hochläuft. Aus dem Muster hatte ich auch mal entweder 2022, ich glaube, das war 2022, eine Babydecke gehäkelt und verschenkt. Ja, das war auch sehr schön. Aber halt aus richtigem, da hatte ich extra Garn geholt für Babys. Aber darauf geachtet, dass das halt 100% Baumwolle ist, damit die gut zu waschen ist. Zwar kein Trockner, aber trotzdem. Ja, und da hatte ich dir den Schal gezeigt. Da war ich letzte Woche hier und das Stückchen kam mit dazu. Das hier ist das Projekt, was ich sozusagen morgens häkel. Einmal vor der Arbeit. Und da entspannt noch meinen Kaffee trinke, bevor ich zur Arbeit fahre. Ja, das ist einmal er. Der braucht ja auch noch ein bisschen, aber der darf gern langsam wachsen. Ja, und dann habe ich noch weitergearbeitet mit einer 4er Nadel. Und dem Garn, da ist noch eine andere 4er Nadel drin, dem Garn von Miss Pimpinella. Das ist vierfach, hat 900 Meter und ist die 24, 22. Da geht es zu dem Etsy Shop. Das hat 50% Baumwolle, 50% Polyacryl. Oh je. Und hat diesen schönen Verlauf. Ich finde, das erinnert mich so ein bisschen an eine Seerose auf dem Teich. Warum auch immer, aber das verbinde ich irgendwie damit. Und das Projektchen hier ist nur etwas langsam gewachsen. Ich weiß auch nicht. Ich habe es ja schon das letzte Mal gesagt, irgendwas stört mich. Und ja, ich weiß auch nicht. Ich habe es meiner Mama gezeigt und da sagte, oh, du hast aber große Löcher drin. Und ich gucke es an, sage ich, sind das Löcher? Sagt sie, ja, das sind Löcher. Sag ich, na gut. Sag ich, dann habe ich daneben gelegen. Also wenn man das schön hinlegt und ich denke mal, wenn man das bügelt und dann spannt, dann sieht man definitiv die Herzen. Wenn man das weiß, sieht man die auch, finde ich. Ja, hier unten.
und hier. Aber wenn man gerade an der Reihe so dran ist, finde ich, sieht man das nicht so gut. Ja. Also ich will das nicht bestreiten. Ich finde, man sieht das definitiv, dass das Herzchen sind. Aber ich hätte es mir ein bisschen besser vorgestellt. Also wirklich einen Ticken besser. Ich wollte gerade sagen, ich hole dich ran, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Ich schiebe es gleich mal hoch. Ja. Also ich finde, hier sieht man das definitiv bei der zweiten Reihe auch. Aber es ist halt so, dass ich hier das Mausezähnchen, so nennen wir das bei uns, dass sich das hochklappt. Und irgendwie stört mich das so ein bisschen, dass das sich so hoch zwiebelt, dass das nicht so bleiben will, wie es soll. Ja. Und da hier siehst du es so an den, wenn da noch nichts drüber ist und da so gar keine richtige Stabilität ist, dann ist das ein bisschen schwierig. Ich werde jetzt mal bei der nächsten Reihe noch mal was anderes probieren. Und zwar, ich versuche hier noch mal was zu ändern, damit das einfach ein bisschen fester wird. Ich habe mir aber auch überlegt, vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich halt mit einer Vierernadel arbeite und nicht mit einer Dreiernadel. Das kann ja auch sein. Aber gut, probieren geht über studieren und Versuch macht klug. Also wird das weiterhin getestet. Und wenn ich mir sicher bin und die Sachen mir so gefallen und ich sagen kann, ja, so kann ich das weitergeben, so kann ich auch Fragen dazu beantworten, dann werde ich zu diesem Muster und dem Tuch dann gerne auch eine Anleitung machen, aber hab Geduld, das wird sich ein bisschen ziehen, weil ich mir selber halt noch sehr unschlüssig bin und ich mache das ja nur als Hobby und wenn ich was weitergebe, möchte ich das für mich persönlich einfach gut weitergeben. Und nicht nachher da sitzen und denken, oh ja, das weiß ich nicht. Also das möchte ich da nicht, sondern ich muss mir da halt schon sicher sein. Wenn das jetzt so liegt, finde ich, ja, man sieht es, aber es ist noch nicht 100%ig. Vielleicht gehe ich auch mal hin und schlage dieses Muster als Granny an und nehme dann da einfach mal eine Dreiernadel. Dann wird es zwar nicht hierzu passen, aber das wäre ja auch nicht schlimm. Das wäre ja nur mal zum Ausprobieren. No. Ja, mal schauen. Ja, auf jeden Fall habe ich das letzte Woche hier gezeigt und da kamen 2 Musterreihen dazu. Das ist nämlich ein bisschen Frickelarbeit, weil man bei dem Muster nicht neben die Masche oder nicht um die Masche sticht, sondern man muss hier wirklich treffen. Da habe ich um die Masche gestochen, aber das war nicht so gut, weil dann kringelt sich das noch mehr. Und wenn man in die Maschen sticht, dann kommen die Sachen besser zur Geltung. Die Seite hatte ich mit dem Drumherum gestochen, hier oben nicht mehr. Aber ich finde, da auch nicht. Aber ich finde, wenn man das jetzt mal so im Vergleich sieht, wenn man das um die Masche sticht und nur in der Mitte einsticht, dann kommt es nicht so schön, als wenn man das direkt in die Maschen sticht. Ja, aber gut, wie gesagt, versucht macht klug. So, das einmal. Also an dem werde ich die Woche auf alle Fälle weiterarbeiten und auch an dem Schal. Und was ich die Woche auch wieder zur Hand nehmen möchte, ist einmal mein Hexagon. Da ist jetzt noch gar nichts weiter passiert, aber ich möchte da gerne weiter häkeln. Das ist ja das zweite Hexagon. Hier ist mein erstes. Das habe ich mir schon so zusammen gemacht. Und das soll ja mein Kleidchen werden.
Und das möchte ich halt gerne diese Woche einmal weiter häkeln, damit das zweite Hexagon endlich mal in die Puschen kommt. Ja, das ist zweimal derselbe Knäuel. Hier drin ist noch der angefangene Knäuel. Das ist einmal auch von Yarn Art, der Flowers Moonlight. Und das ist die Farbnummer. Und der hat 53% Cotton, also Baumwolle, 43% Pack und 4% Metallic. Er hat 1000 Meter, ist genauso aufgebaut wie der andere auch. Und das Hexagon wird halt ganz genauso gehäkelt. Ja, da bin ich jetzt in dem hellen Teil noch. Und da ist er gerade im Farbwechsel zu dem beigebraun, beigegold. Genau. Und das möchte ich, wie gesagt, die Woche dann einmal weiter häkeln. Das Hexagon hier, zu dem Muster habe ich auch eine Anleitung gemacht, aber als Granny. Aber da musst du ja nur noch 2 Ecken dazu nehmen, also das Granny einfach mit 2 Ecken erweitern und dann hast du ein Hexagon. Aber zu den Hexagonen habe ich auch ein Video gemacht, eine Hexagonjacke. Und da ist das auch alles nochmal genau erklärt. Müsstest dann halt nur dieses Muster nehmen. Die Jacke hier oder das Hexagon häkel ich mit einer 3 mm Nadel. Deswegen dauert das ein bisschen. Ich bin anscheinend eine sehr feste Häklerin sozusagen. Und ja, da ist das alles immer so ein bisschen auf Spannung gehäkelt. Aber das ist nicht schlimm. Das passt. Ja, das will ich die Woche auch häkeln. Also diese 3 Projekte möchte ich auf alle Fälle ein bisschen vorantreiben. Mal schauen, wie mir das gelingt. Und dann war es das auch schon. Das sind alle Projekte, die ich gehäkelt habe oder noch häkeln möchte. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn du mir mal schreibst, an was du gerade häkelst oder was dir vielleicht besonders gefallen hat oder wo du sagst oder vielleicht einen Tipp hast, wo du sagst, das könntest du doch mal versuchen da drin. Dann mache ich das, probiere ich das. Da bin ich immer sehr, sehr offen und dankbar für. Das ist wirklich eine schöne Sache dann. Und dann würde ich sagen, würde ich mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und hab noch einen schönen Tag. Mach's gut, bleib gesund. Tschüss!